ihr wieder bei TuS Kocht eingeschaltet habt. In meinem ersten Video in diesem Jahr möchte ich gerne euch leckeren frittierten Fischfarce Jaga zeigen. Jaga wird als Beilage zu Suppen oder auch zu Reis gegessen. Und damit der Jaga euch auch gelingt, müsst ihr einfach einige Dinge beachten. Werde ich euch aber dazu an den entsprechenden Stellen alles dazu erklären. Und nun zeige ich euch die Zutaten. Ihr braucht dazu 1350 Gramm Tilapia, dann braucht ihr insgesamt 2 Zwiebellauchstangen, 2 Esslöffel Fischsoßekonzentrat, 2 Esslöffel Speisestärke, 1 Esslöffel Zucker, 2 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel Salz und etwas Pfeffer. Als erstes werde ich den Fisch in kleine Stücke schneiden. Damit der Fisch aber später nicht mehlig wird, soll er nur halb aufgetaut sein. Als nächstes den Zwiebellauch in feine, dünne Ringe schneiden. Dann den Zwiebellauch, Zucker, Fischsoßekonzentrat, Salz und Pfeffer zu dem Fisch geben und gut vermischen. Anschließend werde ich das Ganze in die Küchenmaschine geben und klein mixen, sodass aber noch feine kleine Stückchen sind. Teilt euch die Menge am besten in 2-3 Etappen auf. Nun den Fisch dann halbieren, die halbe Menge der Speisestärke und Backpulver wieder in die Küchenmaschine geben und mit einem K-Haken zu einer Farce dann zerkleinern. Hier seht ihr auch am Schüsselrand, dass der Fisch noch sehr kalt ist. Nun die andere Fischhälfte genauso verfahren. Nachdem jetzt alles zerkleinert wurde, den Fisch dann in eine eingefettete Form mit einem Durchmesser von 26 x 21 cm und 25 x 11 cm dann das Ganze verteilen.
Farce dann in einen Dampfgarer geben und für ca. 45 Minuten dämpfen. Die kleine Form, die braucht nur 30 Minuten. Danach die Farce herausnehmen und abkühlen lassen. Wenn ihr jetzt nicht alles aufessen könnt, könnt ihr das natürlich einpacken und einfrieren. Nachdem dann die Farce abgekühlt ist, die Farce dann von allen Seiten frittieren. Nun das Ganze dann wieder kurz abkühlen lassen und in feine, dünne Scheiben dann schneiden. Und so habt ihr leckeren Jagar zu Reis oder auch Suppen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und vergesst nicht auf die Glocke zu drücken, damit ihr immer benachrichtigt wird, wenn ich was Neues hochgeladen habe. Also bis zum nächsten Video. Tschüss!